Jetzt ist wirklich der Teufel hier los und wir müssen über eine Bahn sprechen, die schon ziemlich cool ist, aber irgendwie am Ende doch nichts richtig kann. Und auch der Beweis dafür ist, dass wir in Europa wirklich verkackt haben. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und heute müssen wir über Jersey Devil Coaster sprechen. Und das ist ziemlich wichtig für einige, denn 2025 hat ja Joi im Walibi Holland aufgemacht. Das sind zwei Single Rail Coaster von der Firma RMC, Rocky Mountain Constructions, die mich nicht so ganz abgeholt haben. Eine Review finden Sie hier, falls ihr das doch mal interessiert. Und wir haben vorher gesagt, diese kleinen Single Rail Coaster von RMC, blind kannst du die kaufen, hinstellen, egal wo, Megabahn, macht richtig Bock, ist grandios. Und dann war ja Joi für uns der erste von diesen großen Single Rail Coastern, von den Raptor Track von Rocky Mountain Constructions, und hat uns so gar nicht abgeholt. Jetzt sind wir Jersey Devil Coaster gefahren und das ist auch so ein großer, und wie diese Fahrt war und was diese Bahn kann und was diese Bahn nicht kann und was hier die Probleme sind oder auch nicht, darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Und Jersey Devil Coaster steht im Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey, USA. Der Jersey Devil ist eine Legende aus dem 18. Jahrhundert und dreht sich um Mother Leeds 13. Kind, denn dieses hat sie verflucht und soll gesagt haben, möge es ein Teufel sein. Und das Baby verwandelte sich kurz nach der Geburt in ein dämonisches Wesen. Eine Mischung aus Mensch mit Ziege, aber auch mit Fledermausflügeln und einem langen, dünnen Schwanz. Und es soll wohl dann durch den Schornstein gekommen sein und seitdem in den Wäldern von Pine Barrens in New Jersey leben und sein Unheil treiben. Und popkulturell ist der Jersey Devil heute auch überall noch mit verankert, nicht nur in Achterbahnen wie dem Jersey Devil Coaster, sondern auch in der NHL zum Beispiel, bei den New Jersey Devils und auch bei vielen anderen Dingen. Ein bisschen inoffizielles Maskottchen von New Jersey. Aber dann auch direkt zur Gestaltung der Bahn, da ist nicht viel los. Wir sind bei Six Flags. Six Flags ist kein Theme Park, Six Flags ist ein Amusement Park. Und es gibt ein cooles Logo, was über dem Eingang ist. Es gibt einen sehr coolen Devil-Kopf als Front für den Zug der Achterbahn. Es gibt so eine Mühe an Fassade, wo so ein paar Bilder dranhängen. Und ja, man hat einen bisschen aufwendigeren Sound für den Eingangsbereich genommen. Aber das war es wirklich an Gestaltung. Offene Station, dreckig, hässlich. Fährt irgendwie übers flache Land, steht am äußersten Rand des Parks und das war's. Also es ist, wenn man wirklich nett sein will, dann sagt man, man hat so nah an den Wald da in New Jersey rangebaut, dass man dieses Waldsetting hat, wo der Jersey Devil Coaster unterwegs ist. Aber wir sind nicht nett, also die haben verkackt. Lass uns kurz über die Daten und Fakten sprechen. Und Six Flags Great Adventure ist der Park, in dem die Achterbahn steht, die von RMC, Rocky Mountain Constructions, gebaut wurde. Eine Firma, die kennt ihr für solche Achterbahnen, die eigentlich auf zwei Schienen unterwegs sind. Aber das Ganze ist ein Raptor Track und hat quasi nur eine von diesen Schienen. Die ist ein bisschen größer, aber man sitzt alleine hintereinander. Das ist ein sogenannter Single Rail Coaster. Und das ist sehr schmal. Deswegen sitzt man da auch alleine hintereinander. Aber durch diese Art kann das Ganze sehr schnell und wendig sein. Was beim Jersey Devil Coaster wieder nicht ganz der Fall ist, weil der Zug unendlich lang ist. Also wirklich ein Marienkäferbahn sein Vater. Aber Jersey Devil Coaster ist dann wieder ganz interessant, denn zur Eröffnung war das der schnellste, höchste und längste Single Rail Coaster der Welt. Die Eröffnung war übrigens 2021, obwohl sie 2020 geplant war, aber pandemiebedingt das Ganze verschoben wurde. Und mit 40 Metern Höhe, 950 Metern Länge und 93 km/h Spitzengeschwindigkeit holt man sich dann alle 3 Weltrekorde bei dieser Achterbahnkategorie zu dieser Zeit. Außerdem hat man 4 Züge. Ich glaube aber, dass man wohl wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber mit 3 nur operated und den anderen zum Tauschen hat. Bei uns sind auch nur 2 gefahren, als wir jetzt vor Ort waren. Mit 3 Zügen, wo jeweils 12 Plätze hintereinander sind, schafft man es in der Motion Station 800 bis 1000 Personen pro Stunde wegzufahren. Denn das Ganze ist eine Station, wo der Zug nicht anhält. Kennt ihr jüngst wahrscheinlich jetzt auch von Voltron im Europapark. Und der Zug rollt die ganze Zeit in einer langsamen Geschwindigkeit durch die Station und man steigt dann ein und aus.
aus. Bei Yoi ist es ja genauso. Und beim Single Rail macht es echt relativ viel Sinn, weil dann ist eine Person steigt aus, die andere steigt direkt ein und das die ganze Zeit zum Wechsel. Was ich bei den Zügen aber vom Raptor Track, wie der Single Rail Coaster bei RMC heißt, nicht so geil finde. Die Bügel gehen halt nicht so geil hoch und haben sehr spitze, scharfe Ecken und Kanten. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, mich nicht irgendwo zu stoßen beim Ein- oder Aussteigen. Man hat auch eine ziemlich miserable Sitzposition und sitzt ziemlich tief und unbequem plus diesen Bügel drauf und das bei den teilweise doch sehr heftigen Fahrelementen ist auch nicht so geil. Also das gefällt mir persönlich nicht. Die Züge können gar nichts eigentlich. Also das Frontcar hier, das sieht toll aus, aber dann war es das. Holt mich nicht so ab irgendwie. Habe ich bei den Kleinen nicht so schlimm empfunden wie jetzt bei Yoi oder Jersey Devil Coaster. Weiß ich nicht. Sitzposition und alles gefällt mir echt nicht und diese Bügel sind halt auch gar nichts. Und du wirst halt bei der Fahrt echt rausgerupft teilweise und dann hängst du in diesem komischen Ding ganz komisch drin und sitzt ja so komisch da rein. Nee. Müssen wir noch mal ran, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, wie da gebaut wird, wie die Züge gebaut werden, wie RMC arbeitet, wir haben ein Video hier, wir haben RMC besucht im Werk und haben euch das da auch mal vorgestellt. Aber wie ist denn jetzt so die Fahrt, wenn man damit klarkommt, wie die Züge sind und wir alle eingestiegen sind, alle Bügel sind unten in der Moving Station und dann geht es gerade raus, den Kettenlift nach oben auf die 40 Meter Höhe, die wir brauchen, um die 93 km/h Geschwindigkeit zu erreichen. Und der First Drop, die erste Abfahrt, ist einfach mal direkt 87 Grad steil. Das ist ziemlich beeindruckend. Und da geht es halt auch relativ zügig runter mit diesem sehr langen Zug. Und daraufhin geht es auch direkt wieder hoch in den Dive Loop für den Richtungswechsel. Auch Jersey Devil Coaster ist halt ziemlich schmal also die Fläche von Jersey Devil Coaster ist ziemlich schmal, aber sehr lang. Ist schon ganz smart an den Parkrand rangefummelt. Und dann kommt, wie gesagt, der Dive Loop für den Richtungswechsel. Es geht dann einmal quer zur Außenseite dieser Fläche, wo die Bahn draufsteht, am Parkrand. Und dann haben wir einen großen Airtime Hill. Daraufhin immer gut, aber wie gesagt, diese Bügel. Daraufhin sehr, 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 sehr nice. Zero G Stall, eins der coolsten Elemente, die es so gibt. Also gefällt mir persönlich sehr gut. Und dann geht's hoch in so einen Kringel. So ein bisschen quer rüber und da hat man wieder die Wände eingebaut, um wieder die Richtung zu ändern und wieder zurückzufahren auf der Grundfläche. Und da ist der Zug halt ein bisschen zu lang für. Also das ist schon sehr schnell. Aber wenn der Zug etwas kürzer wäre, wird es, glaube ich, noch verrückter aussehen, so wie man das bei den Kleinen kennt und vielleicht auch ein bisschen dynamischer fahren. Aber trotzdem ein ganz interessantes Element. Vor allem, wie man ja sonst die Layouts da gestaltet, die total krass sind. Und dann ist da einfach nur einfach nur in Anführungsstrichen so eine Kurve. Das ist schon ganz cool. Dann droppt man quasi neben der Station nach unten, um Schwung zu nehmen in die Zero G Roll. Auch ein sehr gutes Element. Also gehen wir da doch mal ein bisschen über Kopf hoch in eine Blockbremse. Wir haben ja ein bisschen mehr Züge hier auf dem Track unterwegs. Und dann droppen wir noch mal nach unten. Es gibt eine relativ normale 180-Grad-Kurve für den weiteren Richtungswechsel. Und dann 2 Twisted Airtime Hills, auf die ein weiterer Airtime Hill folgt. Also ein bisschen so dieses RMC-typische Endrodeo, was man da hat, wo der Zug wirklich versucht, einen abzuwerfen. Und dann geht es hoch in den Brake Run, die Schlussbremse. Und da folgt noch eine 180-Grad-Kurve drauf, die uns dann wieder in die Station zurückbringt. Und ja, was soll man da so abschließend zu sagen? Das ist halt ein sehr langer Zug, damit sehr schwierig zu bewerten. Ich habe in der ersten Reihe gesessen und dann, wir waren es 5, folgend kann man sich das ja denken. Und man müsste die Bahn auf jeden Fall dann nochmal irgendwie in der Mitte fahren und vor allem auch nochmal hinten fahren. Aber das hat zeitlich bei uns leider nicht gepasst. Es ging nur eine Fahrt. Und ja, es war... Also die Sitzposition ist nicht gut, haben wir drüber gesprochen, geschenkt. Super unbequem für die Fahrt vor allem, wo man so rausgerissen wird, hin und her geschleudert wird und viele Kräfte hat. Dass man sich dann jetzt da irgendwie an den Bügeln stößt, wird wahrscheinlich auch an meiner maximalen Unfähigkeit liegen und an der Unfähigkeit aller anderen Menschen. Aber es ist jetzt auch in so einer Moving Station nicht einfacher, weil da bestimmt kaum Druck ist, dass man mal ein bisschen Gas gibt.
geschenkt. Lift und Transportsystem in der Station wirkt für mich immer ein bisschen unausgereift bei RMC-Bahnen und beim Lift fallen dir die Ohren ab und auch der Kettenspanner ist irgendwie gefühlt nicht vorhanden und es ist alles so ein bisschen gargelig alles. Es fehlt irgendwie ein bisschen die Finesse, weiß ich nicht. Und die Fahrt ist wirklich sehr rappelig auch wieder und sehr rau und man ist das nicht gewohnt eigentlich bei diesen Bahnen, weil die wirklich geil sind, aber diese großen Single-Rail-Coaster bei RMC, die können irgendwie nichts. Ich weiß es nicht. Und das Layout an sich ist ja auch nice, aber irgendwie springt da auch der Funke nicht über und das entscheidende Quäntchen, weiß ich nicht, fehlt. Meiner Meinung nach bleiben diese kleinen Raptor-Track auf jeden Fall viel, viel, viel besser und machen sich überall immer noch gut. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie knapp wir einen in Deutschland gehabt hätten, bevor überhaupt irgendwas anderes hier gewesen wäre und was da für ein Quatsch für sonst gekommen ist. Aber trotz alledem, Jersey Devil Coaster macht natürlich Spaß und ist cool, das zu fahren und nicht schlecht. Aber das ist ein Kanal, wir reden hier über Achterbahnen und bewerten diese und da müssen wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und da reicht es jetzt irgendwie doch nicht für. Und wenn ihr wissen wollt, was bei Joi alles nicht gereicht hat im Walibi Holland bei dieser Duelling-Anlage, verlinke ich euch natürlich gerne hier das Review dazu, da könnt ihr gerne mal reinschauen und vielleicht macht ihr euch auch gerne immer ein eigenes Bild vor Ort von den Bahnen, über die wir hier sprechen. Und wenn ihr das gemacht habt, abonniert habt, dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal.